Hallihallo, ich bin's, euer Stefan von Vegane Zeit. Erschreckt nicht an der Videolänge. Das ist das Interview von dem Film Hope for All, wo wir waren. Da waren Nina Messinger und Melanie Joy waren da. Die habe ich interviewt und ich glaube, das Video ging 26 Minuten lang oder so. Deswegen erschreckt ihr zwar nicht. Ich mache jetzt einen kleinen Vlog mit euch und dann kommt im Anschluss das Video. Das Interview. Hey, hey, hey! Your mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right, my friend. I have the question, you have the answer. Wir haben jetzt beschlossen, wie heißt der Park? Langwitzer Stadtpark oder wie der heißt. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen hin. Heute schöne Wetter ein bisschen genießen. Der ist ganz schön, der Park. Sind ein paar Tiere, Wildgehege. Ist vor allem für die Kleine ist es ganz lustig. Oder schön. Kann man ein bisschen spielen. Mal gucken, ob sie sich noch daran erinnern kann. Spielplatz wird wahrscheinlich die Hölle los sein. Sag mal, wie hängst denn du eigentlich da? Wie ein Manta-Fahrer, der 2 Scheiben zum Rauslehnen hat, ne? Mit dem Arm. You should believe me, no one is better. We could be right. Wir sind da. Und wie erwartet ist hier heute die Hölle los. Das ist hier ein kleiner Minigolfplatz. Muss man schön Schlange stehen. Darf man schön warten. Toll, super. Da gehen wir auf jeden Fall nicht hin. Aber das Kind will anscheinend zum Minigolf. Das ist das Schöne an Berlin. Du hast überall irgendwelche Parks, überall ist grün. Mitten in der Großstadt. Das ist der absolute Wahnsinn. Einzigster Nachteil ist halt, man hat hier, wenn man hier mal guckt, direkt hier die Straße. Das ist halt ziemlich laut. Aber wenn man weiter in den Park hineingeht, jetzt bin ich viel zu groß. Wenn man weiter in den Park hineingeht, wird es natürlich dann auch langsam ruhiger und besser. Aber das werdet ihr natürlich gleich sehen und hören. Müsste jetzt, glaube ich, hier gleich müsste eins stehen, ne? Ja, nee, sogar 2. And I say, ooh, I wanna feel in touch so calm. I say, ooh, I want you to come back. And I say, ooh, I wanna feel in touch so calm. I say, Was ist das eigentlich? Schwebebalken. Jetzt ich komme da hoch. Nee, ich probiere das mal mit der Kamera in der Hand. Die setzt sich auch schon mal. Aber du musst mir mal helfen. Willst du da rauflaufen? Ja, ich versuch's mal. So. Soll ich dich halten? Mit dem Alter lässt die Balance nach. Aber es funktioniert. Juhu. I want you to come back. We can drive, we can call you. Waiting for you in the morning tonight. Hört ihr das? Wir sind direkt am Spielplatz und man hört nichts. Stille desgleichen. Ich habe mich echt getäuscht. An dem Spielplatz ist wenig los oder gar nichts. Jetzt rate mal warum. Das ist der Spielplatz. Ich hoffe, das wird ein neuer Spielplatz. Können wir auf den Spielplatz gehen? Der Spielplatz ist leer. And I say, ooh, I wanna feel in touch so calm. Wir sind durch mit dem Park, wie ihr es seht. Wir sind jetzt schon wieder hier auf den Straßen. Wir machen jetzt noch unseren täglichen Einkauf. Ein paar Lebensmittel kaufen, DM, Nahkauf und dann geht's wieder nach Hause. Your mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right, my friend. I have the question, you have the. Kleine ist stinkig. Die ist total vernarrt in die getrockneten Aprikosen von Alnatura. Das ist echt der Wahnsinn. Die liebt die Dinger. Finde ich aber auch klasse, dass sie das mag. Jetzt geht's in Nahkauf. You should believe me, no one is better. We could be right, my friend. And I say, ooh, I wanna feel in touch so calm. I say,
soll sich das Jugendamt drum kümmern? Ist mir egal. Kennst du das? Das ist doch, hat doch die BVG diese Werbung gemacht, ne, wo der eine durch den Zug gelaufen ist und ist mir egal, soll sich das Jugendamt drüben kümmern, ist mir egal. Jetzt hat das Kind seine, nee, nicht Mango, Aprikose. Wie heißt es? Aprikose. Amono. Oh Gott, bist du süß. Die Locken franzen langsam aus. Ich glaube, wir müssen mal wieder mit dem Lockenstab nachgehen, ne? Nein, Spaß. Das ist echt nicht mit dem Lockenstab gemacht, gar nichts. Das sind ihre Naturhaare. Das ist so geil. Bong. Wie eine Feder. Bong, bong. Your papa should feel so insecure. Will you believe me? He won't know more. We could be right. We could be. Ich wollte jetzt eigentlich filmen, wie wir noch auspacken, aber ich finde hier keinen Platz in der Küche. Und das Kind nervt auch. Was willst denn du jetzt da? Flakes. Deswegen geht es jetzt gleich zu dem Interview. Wie gesagt, 26 Minuten. Aber es ist echt interessant. Zieht es euch rein. Ich hoffe, Kind hat Hunger. Das ist echt unglaublich. Wenn das Kind was zu essen will, dann kann das nerven ohne Ende. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hin. Das Video dauert 26 Minuten in etwa. Es ist ein schlechter Ton. Ich hoffe, ihr könnt es gut verstehen. Ich habe mein Bestes gegeben beim Schneiden sozusagen. Und zwischendrin hat mal kurz der Akku ausgesetzt. Deswegen ist da ein kurzer Cut drinnen, aber ich hoffe, es gefällt euch. Und ohne durch die Chefs, der übersetzen wird. Ja, danke schön dafür. Und wir mögen den Dank für diesen großartigen Film. Ich glaube, das ist Film bewegt. Was hat dich dazu gebracht, diesen Film zu machen? Was war deine Motivation? Ja, meine Motivation war, etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Fakt ist, wir produzieren immer mehr tierische Produkte. Nehmen wir als Beispiel Deutschland her. Deutschland hat noch nie so viel Fleisch produziert wie im Jahr 2015. Deutschland ist der größte Schweinefleischproduzent der EU. Und einfach diese massenhafte Produktion hat mehrere Folgen, wie man auch im Film sieht. Und genau darauf wollte ich eben hinweisen. Auf die Folgen, die die Tiere betreffen, die die Natur betreffen und eben auch unsere eigene Gesundheit. Und wenn du sagst, Hauptmotivation waren für mich die Tiere. Und jetzt, wo der Film draußen ist, was möchtest du damit bewirken? Was ist deine Vision? Wichtig ist für mich, die Zuseher natürlich zum Nachdenken und vor allem auch zum Umdenken anzuregen, Impulse zu geben. Und ganz, ganz wichtig ist für mich auch, den Zuseher an die Eigenverantwortung zu erinnern. Also unser Konsum hat eine ganz, ganz große Kraft, ist eine große Macht und die müssen wir auch wirklich nutzen und meiner Meinung nach auch zum Wohle aller nutzen. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, soll Hope natürlich auch den Tieren einen besseren Stellenwert in unserer zivilisierten Gesellschaft ermöglichen. Der Film heißt ja Hope for All, das heißt, du siehst Hoffnung. Worin siehst du Hoffnung? Was genau siehst du? Natürlich sehe ich Hoffnung. Genau. Ja, Hoffnung. Der Film heißt deshalb Hope for All, wie gesagt. Hoffnung für die Tiere, Hoffnung für unsere Lebensgrundlage, die Natur und Hoffnung für den Menschen. Und eben das mit Messer und Gabel, weil ich in unserer Ernährung, gerade in einer biologisch-pflanzlichen Ernährung, eine sehr, sehr große Chance sehe. Eben eine große Chance für bessere Gesundheit, eine große Chance für, ja, einfach für die Tiere natürlich und auch für die Natur, wie gesagt. Ja. Kurz gesagt. Ich finde das Applaus wert. Jetzt hast du ja einige Zeit am Film gedreht, das kostet ja viel Kraft, viel Mühe. Jetzt ist er draußen. Wie geht es weiter? Also Hope for All wird mich auf alle Fälle noch eine Zeit lang begleiten. Jetzt ist er mal hier, was mich sehr freut natürlich. Ich plane im September auch eine Tour in Österreich. Ab Oktober soll es den Film auf Blu-ray, DVD und Video on Demand geben. Und natürlich ist mir auch wichtig, jetzt für die englische Version einen Verwerter zu finden. Genau. Also Hope for All wird mich sicher noch ein Stück begleiten. Oder ich ihn.
Am 12. Mai geht es ja los, offizielle Kinopremiere, auch hier in Berlin in 3 Kinos. 4 Kinos, sorry. 4 Kinos, mindestens eine Woche, beziehungsweise, wenn er gut besucht wird, auch noch länger. Genau, also, Ja? sorry. Genau, also ab 12. Mai in 4 Kinos in Berlin und ich habe es gehört, ab 19. Mai in 2 anderen Kinos, aber alle Termine sind auf der Webseite www.freue.at unter Termine zu finden, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, so ein guter Film kann nur dann wirklich etwas bewegen, wenn wir alle ihn teilen, wenn wir uns dazu entschließen, unseren Freunden, Verwandten, allen möglichen Leuten, die wir kennen, diesen Film zu empfehlen und sich dazu zu bringen, hier zu sitzen, weil genau, wenn man den gesehen hat, dann kann man nicht mehr so weiterleben, wie man es gemacht hat. Wir haben darüber hinaus noch die große Freude, Dr. Melanie Joy heute bei uns zu haben, die mich auch versteht, aber trotzdem netterweise einen Übersetzer da hat. Dr. Melanie Joy, wir haben ein Problem gesehen und Ihre Expertise ist es, über dieses Problem zu sprechen, es aufzuzeigen und Lösungswege vorzuschlagen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Was möchten Sie den Leuten mitgeben? Okay, thank you. Danke, es tut mir leid, dass mein Deutsch nicht gut genug jetzt ist, alle auf Deutsch zu sprechen. So, danke für Ihre Geduld für mein Englisch. So yes, obviously everybody in this room after watching this movie and maybe before watching this movie recognizes that animal agriculture poses a massive global atrocity. Also auch jeder in diesem Raum hier hat wahrscheinlich auch schon vor dem Film die Idee gehabt, dass halt die Industrieindustrie ein sehr, sehr großes Problem für unsere Welt darstellt. And this problem is it's multidimensional. Obviously it's a physical problem, and it's a social problem, and it's also a psychological problem. Und das Problem ist sehr multidimensional. Es ist ein physisches, körperliches Problem. Es ist ein Problem für die Umwelt und ein Problem für die Tiere. Well, actually, no, it's a Yeah, I forgot what you did last. it's a social problem and also a psychological Oh ja, problem. also ein physisches Problem, ein soziales Problem, natürlich auch ein psychologisches Problem. And I think it's very important. I'm obviously a psychologist. It's very important to understand the psychology that enables normal people, compassionate people, to allow an atrocity like this to continue. Und sie ist Psychologin, deswegen beschäftigt sie sich natürlich sehr stark auch mit der Psychologie davon und wie es halt dazu kommt, dass normale Menschen, also Menschen mit Mitgefühl an solch einem Grauen teilhaben können. And so that's my work around carnism, the invisible ideology that teaches us to eat certain animals. Und darüber handelt halt meine Arbeit über Carnismus, also Carnismus als die unsichtbare Ideologie oder als das unsichtbare Überzeugungssystem, das uns dazu bringt, bestimmte Tiere als essbar einzustufen. What's very important to recognize is that because of carnism, good people participate in harmful practices without fully realizing what they're doing. Und es ist eben sehr wichtig, dass wir erkennen, dass aufgrund von Carnismus eben gute Menschen an schädlichen Praktiken teilhaben können, ohne dass sie sich dessen überhaupt genau bewusst sind. Eating animals, this atrocity is completely in complete contradiction with core human values. Und diese Grausamkeit von der Tierproduktion und vom Tiereessen ist eben im krassen Gegensatz zu unseren menschlichen Grundwerten. And so the vast majority of people continue to eat animals because of this psychological disconnect. They're not making the connection emotionally and psychologically with the reality of what they're doing. Und es ist vor allem deswegen möglich, weil der größte Teil der Menschheit halt diese Verbindung zwischen dem Fleischkonsum und den Tieren nicht psychisch und auch nicht emotional herstellen. And the good news is that when a behavior becomes a choice, when a behavior is no longer a necessity, the discomfort, the moral discomfort, when our values and our practices are in opposition, becomes more and more obvious. Und die gute Nachricht ist, dass wenn die
diese Diskrepanz zwischen den Handlungen und den eigenen Werten, die man hat, wenn die mehr sichtbar wird. When a behavior becomes a choice. Ja, genau. Wenn das Verhalten eine Entscheidung wird, dann wird diese Diskrepanz halt zwischen Handlungen auf der einen Seite und den eigenen Werten sichtbarer. And so we can see this historically. People, when people believe that something, that violence is a necessity, right? Let me back up. Historically, violent ideologies and violent systems needed to convince the public that the violence was necessary. It's necessary to the preservation of the species, of the culture, of the race. Historisch gesehen musste Gewalt immer gerechtfertigt werden, dass diese Gewalt notwendig war für den Erhalt der Spezies, der Kultur. And we can see this with animal agriculture, this idea that it's necessary to eat animals has been continuing for many, many years. Und wir können das eben auch über die vielen Jahre hinweg beobachten, dass das Gleiche auch mit der Nutztierindustrie passiert, dass diese Überzeugung, dass es halt notwendig ist, immer wieder aufrechterhalten wird. But today, it's no longer necessary for many people in the world to eat animals, and people are learning this. Everywhere in the world, people are becoming more and more aware that it is no longer necessary to eat animals. Aber heute ist es für viele Menschen eben nicht mehr notwendig, Tiere essen zu müssen, und immer mehr Menschen werden sich dessen auch immer mehr bewusst, dass es heute keine Notwendigkeit mehr darstellt, Tiere zu essen. And so eating animals is now for many people becoming a choice, not a necessity. Also wird Tiere essen heute für viele Menschen eben zu einer Entscheidung und nicht mehr zu einer Notwendigkeit. And when a behavior becomes a choice, it takes on a much more powerful ethical dimension. Und wenn ein Verhalten zu einer Entscheidung wird, dann kriegt es eine viel stärkere ethische Dimension, ethische Note. And so this is one of the main reasons that many people today are choosing to eat less or no meat, eggs, or dairy. It's one of the reasons that the vegan movement is growing exponentially all around the world. Und das ist einer der Gründe, warum so viele Menschen heute sich dazu entschließen, eben kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte mehr zu essen, und warum die vegane Bewegung weltweit so stark am Wachsen ist. I have no doubt that one day veganism will replace carnism as the dominant global ideology. Sie hat überhaupt keinen Zweifel daran, dass die vegane Bewegung eines Tages der Veganismus eines Tages den Carnismus ersetzen wird. When we understand carnism as a dominant ideology and veganism as a social justice movement, then we can see that it's almost inevitable that carnism is going to fall. Wenn wir Carnismus eben als ein gewaltvolles System begreifen und ein dominierendes gewaltvolles System begreifen und Veganismus als eine soziale Gerechtigkeitsbewegung, dann ist es klar, dass das Scheitern von Carnismus unausweichlich ist. So that's all I'm going to say for now. Sorry. Einen großen Fehler gemacht bei der Anmoderation. Dr. Melanie Joy hat vorgestellt. Die meisten werden sie wahrscheinlich kennen, für die sie nicht kennen sollten, eine Buchempfehlung. Ihr Buch, I forgot to. warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, was genau diese Ideologie erklärt und auf den Punkt bringt. Und Dr. Melanie Joy hat die Kampagne, bzw. die Institution Beyond Carnism gegründet, die mit der Kampagne Carnismus erkennen genau das auch aufführt und sehr, sehr gute Videos veröffentlicht, die man sehr, sehr gerne auch teilen kann und seinen Freunden zeigen kann. Von meiner Seite vielleicht auch noch, wir haben, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass es nicht nur falsch ist, sondern einfach unnötig ist, Tiere zu essen. Aus ethischen Gründen und ihr als Ernährungsberater kann ganz klar sagen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Schon vor 13 Jahren hat die ADA, die größte Ernährungsgesellschaft der Welt in Amerika, ganz klar schwarz auf weiß festgestellt, tierische Produkte sind weder notwendig, noch sind sie wirklich gesund, und rein pflanzliche Ernährung geht mit großen Vorteilen für alle klassischen Krankheiten von Diabetes über Bluthochdruck, Arteriosklerose etc. einher. Lustigerweise ist es in Deutschland noch nicht ganz angekommen, und egal ob wir auch jetzt 2016 nach Australien, nach Amerika, nach
Kanada gucken, überall ist die Literatur, die Fachliteratur dieselbe. Es ist eindeutig bewiesen, dass eine pflanzliche Ernährung die gesündeste ist. Trotzdem kam jetzt gerade 2016 das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung raus, das gesagt hat, sie empfehlen es nicht, dass es nicht für alle Gruppen passt und bedarfsgerecht. Das ist auch der Grund, warum man es in den Medien immer wieder hört, weil genau das aufgegriffen wird. Für alle, die sich schon vegan ernähren, auch jetzt noch mein Impuls und meine Bestätigung von meiner Seite, ich bin jetzt seit 10 Jahren zuerst auf schulischem Niveau, jetzt auf akademischem Niveau mit Ernährung in Verbindung und so biochemisch gesehen als auch medizinisch ist es überhaupt keine Befürchtung, dass man sich vegan ernährt. Wir starten jetzt mit unserer Fragerunde, die wir noch haben, wenn Fragen sind zum Film, zum Veganismus, zu Kannibalismus, was man alles so im Herzen hat. Sehr, sehr gerne. Wir haben ein Mikrofon, das heißt, die Person, die aufsteht, müsste laut sprechen. Oh, ja. Auf geht's. Wenn es Fragen gibt. Traut euch. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wie lange hat es denn ungefähr gedauert, den Film zu drehen? Also wie viele Stunden Filmmaterial haben Sie denn ungefähr aufgenommen? Wie lange hat es gedauert? Also die Idee war erstmalig 2010 da. Da habe ich gerade ein Buch, das soll nicht töten, geschrieben und da habe ich mir gedacht, wäre es gut, wenn es auch einen Film zum Thema geben würde. Und die Idee hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen und als das Buch heraus war im Jahr 2011, ist diese Idee einfach immer stärker geworden und dann habe ich als Quereinsteigerin, also ich bin absolute Quereinsteigerin, begonnen diesen Film umzusetzen, habe dann, wie gesagt, 2011 mich intensiver damit auseinandergesetzt, mir mal überlegt, welche Leute möchte ich drinnen haben. Es waren, wie gesagt, es sind 26 Mitwirkende im Film, sehr, sehr viel für einen Film, aber mir war die Vielfalt einfach wichtig. Ich wollte Leute drinnen haben, die sich schon sehr lange mit dem Thema auseinandersetzen, sonst sind auch sehr viele ältere Mitwirkende. Und es sollten auch Leute sein, die mich auf meinem persönlichen Weg inspiriert und motiviert haben. Und wie gesagt, ja, 2012 habe ich dann begonnen mit den ersten Interviews. Ich bin Einzelunternehmerin, habe zwar natürlich immer Unterstützung gehabt, habe dann jemanden also ich bin auch Antitechnikerin und habe dann natürlich jemanden für die Kamera benötigt, für den Schnitt und so weiter, der mit mir reist nach Amerika, Indien, England und so weiter. Also das als Einzelunternehmerin war sehr herausfordernd, aber es war total bereichernd und ich war total froh, diese Menschen kennenzulernen. Und wie gesagt, 2012 bis 2015 habe ich daran gearbeitet. Wie viele Stunden Material? Sehr, sehr viel. Ich habe jetzt keinen Überblick in Stunden, aber es wird auf jeden Fall so sein, ich habe von allen Mitgliedern nur so viele wertvolle Aussagen, egal ob Melanie Joy, Dr. Jane Goodell, also wirklich von allen, die Colin Campbell. Und diese wird sicher mal dann kostenlos auch im Internet geben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und nur zur Info, ab Oktober wird es den Film im deutschsprachigen Raum auch als Internet Blu-ray geben. Also, ich kann Du kannst es gleich behalten, wahrscheinlich. Noch Fragen? Noch Fragen? Wie wäre es möglich, an diese ganzen Aufnahmen voranzukommen? Also, ich habe mal gehört, dass es schwierig ist, an Aufnahmen auf den Flachpass zu kommen, weil viele das nicht zustimmen. Und ich finde, wie wir das geschafft haben, an diese Aufnahmen zu kommen, nicht nur auf den Flachpass, aber auch von den Positivbeispielen, wo die Menschen mit den Tieren gespielt oder geschmust haben oder so. Ja, fangen wir mit den Negativbildern an. Also wir haben einiges selbst gedreht und einiges habe ich wirklich, ich habe Archivmaterial verwendet, also wirklich in Zusammenarbeit mit Organisationen, wofür ich sehr dankbar bin auch. Und gerade auch die Schlachtszenen sind auch von Manfred Kallermann, also mit ihm zusammengearbeitet. Also es ist nämlich wirklich schwierig, ganz klar, sobald ich mein Projekt vorgestellt habe, sind die Türen zu. Aber natürlich nur bei tierischen Produkten, also jeder Obst- und Gemüsebauer hat sich gefreut, war total offen, so schnell, sobald es um tierische Produkte geht, schaut schon ein bisschen anders aus. Bei Biohöfen war es noch eher leichter, aber sobald es konventionelle Haltung ist, ist es wirklich schwierig gewesen. Also ich habe so viel telefoniert und angefragt, also ich habe viele Gespräche mit Bauern gehabt, die selbst sagen, dass dieses System krank ist. Aber sie sagen, der Konsument möchte billig essen und ja, sie sind eben Teil dieses Systems. Aber was mich fasziniert hat auf dem ganzen Weg, dass eben die das produzieren, auch immer mehr sagen, auch immer mehr Tierärzte, das System ist krank. Und das hat mich eigentlich so auch noch mehr zum Nachdenken gebracht. Ja.
Richtung. Und die sind halt auch an Talks over Night zum Beispiel erinnert und so weiter und was die an Lebensfilm jetzt anders war, weil viele bei gleich wie anderen Filmen. Was anders war, war wirklich die Randbereite, dass man die Leute erstmal in den Publikum packt, weil keiner möchte irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, keiner möchte Krebs sterben etc. Und dass man sich der Alkoholismus erst für den zweiten Part aufgehoben hat und dann tatsächlich auf das Kindheit aufmerksam macht etc. Aber ich glaube, das Problem generell bei solchen Filmen ist, dass die Leute, ich meine, es wird schon wahrscheinlich keiner von der Film, sondern dass 99% der Leute schon ihre Konsequenzen getroffen haben in ihrem eigenen Leben. Aber die Leute, die man erreichen möchte, dass die, glaube ich, heute, wo Veganismus ein Thema ist und so weiter, dass der Widerstand von solchen Leuten auch gewachsen ist. Das heißt, die Leute gucken sich das gar nicht erst bis zu Ende an. Wenn man irgendwelche Videos teilt oder sowas, die Leute schalten sofort ab. Und dass ich glaube, dass irgendwie, was ich jetzt für Filme bräuchte, ist, dass man wirklich psychologisch einschießt darauf, wie man den Widerstand der Leute bringt. Weil ich glaube, der Widerstand ist nicht gut gewachsen. Die Leute haben ein bisschen schon Panzer zugelegt. Das heißt, die Leute sind nicht mehr so einfach zu erreichen wie vorher. Ich glaube, das war vorher einfacher, aber jetzt, wo wirklich überall von veganen die Rede ist das auch für solche Leute ein viel größeres Tabu oder No-Go geworden wie Sport und die Leute schaffen auch mit harte Mittel. Also ich merke das irgendwie im anderen Leben, ich höre das auch von anderen Leuten, dass man nach diesen ganzen Filmen funktionieren, dass dann, glaube ich, mal Zeit gekommen wäre, dass man sich wirklich damit beschäftigt, wie man diese Zeit sprechen kann. Ich glaube, das schaffen auch gesetzt gemeint ist, das Film noch nicht, ich finde es echt toll, aber ich glaube, das ist irgendwie was man angehen müsste. Und das Zweite ist, dass es zwar schön ist, wenn man denkt, dass irgendwann mal der Veganismus den Kannibalismus überwinden sollte. Aber wenn wir gucken, wie viele Milliarden Tiere da umgebracht werden, das ist für eine massive Industrie ist. Das ist, glaube ich, weiß nicht, dafür bräuchte man eine starke Lobby, nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Und wir sind also nur eine kleine Bewegung und so wo dann diese Gelder herkommen. Also ich glaube, das wäre das Nächste, woran man wirklich denken müsste, ist, wir brauchen sehr viel Geld, um tatsächlich auch mal annähernd in die Richtung zu kommen, dass jeder nicht nur tatsächlich mal irgendwie den Kannibalismus gestellt wird. Yeah, it's true what you say, that there is a lot of there is resistance to witnessing, to seeing this kind of imagery, and that we need to be psychologically strategic. That's true. Also es stimmt absolut, dass es Widerstand gibt und dass wir ganz klar psychologisch gesehen sehr strategisch vorgehen müssen. But this resistance is normal. It's like direction. Your opponent counters that. Aber diese Reaktionen sind eigentlich ganz normal, weil soziale Bewegungen zum Beispiel wie ein Schachspiel sind. Also sobald man die Schachspielfigur irgendwo hinbewegt, dann wird der Gegenüber natürlich auch irgendwo in die versuchen, eine Gegenbewegung zu machen. All social justice movements have encountered resistance, and the more successful the social justice movement becomes, the stronger the resistance becomes for a little while. Alle Bewegungen für soziale Gerechtigkeit haben immer irgendwann Widerstand erfahren, und je stärker diese Bewegungen für soziale Gerechtigkeit wirken, desto stärker wurde für eine Zeit lang auch der Widerstand. That's a normal and natural part of any social transformation. Es ist ein ganz normaler, natürlicher Teil jedes sozialen Wandels. So the resistance is not the resistance is not a problem, but the question is, how can we be strategic so that we reduce the resistance as quickly as possible? Der Widerstand an sich ist also nicht das Problem, sondern eher die Frage, wie können wir das strategisch angehen, um es so effektiv wie möglich zu umgehen. It's true that people turn away from images of animals suffering often, but it's also true that people are willing to see the truth more and more these days. Es stimmt, dass sehr oft Menschen sich von der Wahrheit abwenden, von gequälten Tieren, von Bildern von gequälten Tieren abwenden, aber es stimmt auch oft oder immer mehr, dass Menschen immer öfters hinsehen wollen, wenn solche Grausamkeiten geschehen. The vegan movement is at different stages of development in different places in the world. In some places, nobody knows the word vegan. In some places, vegan is a dirty word. And in other places, vegan is starting to become celebrated. Die vegane Bewegung ist in sehr verschiedenen Stadien überall auf der ganzen Welt. In manchen Orten auf der Welt
kennt man den Begriff vegan überhaupt nicht. In anderen Orten wird es irgendwie als Schimpfwort benutzt oder als etwas, ja, als etwas Negatives. Und in ganz anderen Teilen der Welt wiederum fängt es so langsam an, dass man vegan regelrecht feiert. So, like in the United States, you know, maybe, I don't know, 5 or 6 years ago, if you said you were vegan, people looked at you like you have 2 heads or something. Wenn man in den USA vor 5, 6 Jahren gesagt hat, dass man vegan ist, dann hätten die Leute vielleicht angesehen, als hätte man 2 Köpfe. You know, and now vegan is kind of cool. It's kind of, if I tell people in the US I'm vegan, they almost always say, oh, I wish I could be vegan, but it's too difficult, or, oh, that's why you look so young. Und das ist, heute gilt Veganismus oder vegan zu leben in den USA auch schon sogar als cool. Also immer wenn sie dann erwähnt, dass sie vegan lebt, dann sagen die Leute auch, ich wünschte, ich könnte auch vegan sein, aber das finde ich noch so schwierig. Oder, ach, das ist, warum sie so jung aussehen. Sie ist 49, für die es nicht wissen. Kommentar von mir. Oh, I just outed your age, I'm sorry. I have 3 more months. In my 40s. Ja, aber dann said 40. 40? Oh, he said 40? I said 49. Oh, yeah, 50. 50. Okay, so now you know. So you know, but in terms of strategy, you know, we have that my organization is focused on the psychology of, you know, transforming the psychology of carnism. So we're always asking this question about strategy. Also meine Organisation Beyond Carnism oder unsere Organisation Beyond Carnism ist eben auch die Strategie oder die Psychologie von Carnismus fokussiert und wir stellen halt immer die Frage, wie können wir das am strategischsten angehen. And you know, carnism is a multi-dimensional, a multifaceted problem, so we need a multifaceted solution. We need filmmakers who are willing to go out and show the truth of what's happening. We need chefs who are teaching people how to eat differently. We need organizations who are using psychological messaging to bring the public into the cause. We need all kinds of approaches. Und das Problem, Carnismus eben so sehr multidimensional ist, brauchen wir auch sehr multidimensionale Antworten auf das Problem. Wir brauchen Filmproduzenten, die Filme wie vor Leben produzieren und der im breiten Publikum öffentlich machen. Wir brauchen Küchenchefs und Ernährungsberater, die auch über die gesundheitlichen Folgen aufmerksam machen. Und wir brauchen eben auch Organisationen, die sich über die Psychologie Gedanken machen und eben über das Problem Carnismus eben auch aufklären. And in terms of veganism here, I mean, Berlin was just voted like the most vegan-friendly city in the world a few months ago. So, I mean, it's amazing what's happening here. Und in Bezug auf Veganismus, Berlin wurde eben zum Beispiel zu der vegan-freundlichsten Stadt der ganzen Welt vor kurzem gewählt. Und es ist einfach atemberaubend zu sehen, was überhaupt hier passiert. So, look, yes, it's true that billions of animals are dying now and are going to continue to die for years to come. That's true, and I don't want to minimize that horrible, horrible truth. It's also important for those of us who are vegan to be able to see the bigger picture and to see how the world is changing and how the vegan movement is growing really, really fast. If we don't see this, it's going to be very difficult for us to continue doing the important work we're doing. Also es stimmt ganz klar, dass noch immer Milliarden von Tieren sterben und dass noch immer weiterhin Milliarden von Tieren sterben werden. Und ich will das auch nicht kleinreden, aber es ist auch sehr wichtig für uns als Bewegung, dass wir das größere Bild, den größeren Teil davon sehen. The vegan movement is growing very fast. Ja, und dass die vegane Bewegung überall auf der ganzen Welt sehr stark und sehr schnell am Wachsen ist. And if we don't remember that, it's going to be hard for us to keep doing what we're doing. Und wenn wir uns nicht mal wieder darauf besinnen, dann wird es uns sehr schwer sein, diese Arbeit, die wir machen, weitermachen zu können. Vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Ich finde, gerade für Leute, die vegan sind, sind solche Filme sehr, sehr wichtig. Zum einen, egal in welchen Zeitungen wir gucken, egal welchen Film wir uns anschauen, egal welche Doku und wird eingeredet, Veganismus ist ja ungesund, Veganismus funktioniert nicht. Und genau hier haben wir wieder mal
genau das Gegenteil bewiesen bekommen. Das zum einen würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, sich das auch zu verinnerlichen, vor allem für Leute, die vielleicht nicht schon seit 10, 15 Jahren vegan sind, sondern vielleicht erst seit 6 Monaten, einem Jahr oder wie auch immer. Plus, ich glaube, nach so einem Film mehr motiviert kann man gar nicht sein, rauszugehen und das zu verändern, wenn man das gesehen hat, oder? War hinten noch eine Frage? Ja, bitte? Jetzt gerade auch in Bezug auf den Mechanismus und also wir sollen ja alle eigentlich im Prinzip wirklich positiv in die Zukunft schauen und uns halt wirklich von diesen positiven Zahlen, also diesem Wachstum auch ja wirklich uns daran erfreuen oder halt auch da mitgehen. Aber was für mich manchmal so die Frage ist, wenn wir auch versuchen, Menschen zu überzeugen, wie sollen wir denn zum Beispiel, vielleicht ist es eine etwas schwierigere Frage, aber die Menschen überzeugen, die von einer Religion zum Beispiel ausgehen. Und es gibt so viele Schlachtfeste und so etwas. Also wie soll man diese Menschen versuchen zu überzeugen oder wie soll man mit ihnen umgehen? How can people come from a religion where they go to slaughter festivals? I mean, so, no, I would just go It's, there are over 7 billion people in the world, unfortunately. And the best way, we should translate that. Sorry. Es gibt über 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Leider. And the most strategic way for us to further the vegan movement is to reach out to the people who are most likely to hear our message. Many of those people are ready for our message, and some of them are not. Und die strategischste Art, um dieses Problem heranzugehen, ist genau an die Menschen heranzutreten, die am offensten für unsere Message sind. Und das trifft auf einen ganz großen Teil dieser Menschheit zu. Viele sind es nicht, aber ein ganz großer Teil davon ist sehr offen für unsere Message. It's not a good use of our time to debate hunters or to, try to change, try to reach out to people who are really committed to carnism. Es ist vielleicht keine gute Nutzen unserer Zeit, wenn wir mit Jägern oder Jägerinnen diskutieren oder wenn wir versuchen, mit Leuten zu diskutieren, die vielleicht sehr viel aus dem Carnismus für sich selbst auch persönlich rausziehen. And the good news is that we don't need to. We only need like 15% of the population to really support veganism in order for the movement to succeed. Und die gute Nachricht ist auch, dass wir auch nicht mit diesen Leuten nicht reden müssen. Die gute Nachricht ist, dass wir nur etwa 15% der Bevölkerung brauchen, um die vegane Bewegung zum Erfolg zu führen. That said, many people from many religious backgrounds are quite open to veganism, and it's important for us to not assume that because of a person's religion, they'll automatically be resistant to becoming vegan. Und es ist sehr wichtig auch zu wissen, dass sehr viele Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen, verschiedenen religiösen Kulturen sehr offen für die vegane Message sind. Und what was the second part? Sorry. I don't remember, but it's and they're open to our message, and it's important for us to not make assumptions about them. Ja, und dass wir aber auch keine Vorurteilungen über diese Menschen führen, nur aufgrund von ihrer Religion. Last year, I spoke in Kuwait and Dubai to Muslim audiences and Muslim meat-eating audiences. And there was a very robust conversation about veganism, and the audience members said, carnism is not in alignment with Islam. That was the conclusion that they made. Letztes Jahr hat sie in Kuwait und Dubai vor allem größtenteils fleischessenden muslimischen Publikum einen Vortrag gehalten. Und das ist eine sehr große Debatte danach entsprungen und die Schlussfolgerung aus dieser Debatte für die meisten Menschen war da, dass Carnismus ganz klar nicht mit ihrem muslimischen Glauben in Verbindung zu bringen ist. In general with religion, people usually, I have never met a person who said, I wish I could be vegan, but my religion forbids it. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die gesagt hat, ich wünschte, ich könnte vegan sein, aber meine Religion verbietet es mir. In general, people find a way to make their religion fit their decisions, not the other way around.
normalerweise finden Menschen einen Weg, ihre Religion an ihre Entscheidungen anzupassen und nicht andersrum. Mit Blick auf die Uhr muss ich leider langsam den Buhmann spielen. Für Abfrage wäre noch Zeit, ansonsten sind wir glaube ich alle noch draußen kurz, wenn noch so ganz kleine Fragen sind. Da haben wir schon lange die Hand offen. Hast du nicht schon was gefragt? Ich hätte eine ganz kurze Frage noch. Okay. Die Chance ist damit tatsächlich auch sagen, wenn man noch wahrscheinlich am besten Voraussetzungen hat, auch mitgeführt statt in die Schule. Hat es schon mal jemand probiert oder wird das gerade an die Schule machen? Gibt es da auch Versuche, tatsächlich die Schule zu gucken? Also ich habe es auch mit dem Verleih ihres Films besprochen und sie werden auf alle Fälle versuchen, diese Möglichkeit also zu probieren. Ja. Und mich haben auch schon einige Lehrer angesprochen oder angeschrieben. Also es gibt auch engagierte Lehrer, die wirklich sagen, okay, sobald die Blu-ray heraus ist oder DVD, gibt es die Möglichkeit, ein Screening zu machen in der Schule. Also die Möglichkeit gibt es dann auch ab Oktober. Und der Film ist ab 12 Jahren. Zum Nachdenken anregen sollte auch, dass der Film eine Altersbeschränkung hat. Natürlich, die Bilder sind nicht schön, aber es ist die Art und Weise, wie wir unser Essen produzieren. Also, und das dürfen wir nicht sehen. Ja. Genau, hallo, ich bin Tarek Manlatz. Erstmal großen Respekt für den Umsatzerfolg. Und ich wollte auch noch hier darauf eingehen. Also wir sind Gründer von der Safterei, stehen kaltgepresste Säfte her seit 2015. Wir haben mit 50 Flaschen angefangen im Monat, auch vegane Säfte. Jetzt sind wir bei 12.000 Säften. Und wir erreichen gerade die Menschen über die sozialen Medien hauptsächlich. Also wir versuchen gerade einen Lifestyle aufzubauen, der halt auch mit in die Schulen geht, aber auch mit irgendwelchen B- und C-Promis, um halt auch alle Zielgruppen zu erreichen. Und das auch auf einem wachsendes Pferd und auch letzten Endes auch super Resonanz. Und auch danke nochmal für die Einladung. Danke auch. Und das ist auch irgendwie meine Message mit Hope oder meine persönliche Message, dass wir wirklich die Aufmerksamkeit auf die Lösung richten, dass wir Teil der Lösung werden und nicht das Problem sind. Also ich halte auch nichts davon, das System wirklich jetzt nur zu bekämpfen und auch immer nur zu verbessern. Zum Beispiel, natürlich wird es gekämpft, dass männliche Küken nicht mehr getötet werden, aber es ist schlimm, dass man Tiere überhaupt tötet. Nur wenn man sie leben lässt zum Beispiel, dann leben sie 28 bis 42 Tage, man sieht ihr Leben, ist das jetzt wirklich eine Verbesserung? Also ich sage nur, wichtig ist meiner Meinung nach lösungsorientiert zu handeln. Und deshalb habe ich auch die biovegane Landwirtschaft zum Beispiel angesprochen. Deshalb finde ich es super, so die Safterei oder Organisationen, Peter, die aufklären oder auch die anderen Organisationen oder eben Köche. Also ich möchte mit Hope for All eben einfach Impulse setzen und Leute motivieren, ihre Ideen zu leben. Und ich denke mal, ich glaube, es gibt so viele Ideen, die wir ermöglichen können und das hoffe, dass das halt in Gang kommt. Und es kommt ja auch in Gang und die Resonanz ist da. In Zeiten des Social Media ist es jetzt Zeit für das obligatorische Selfie. Ja. Ich werde ein Foto machen. Bei dem Enthusiasmus, den ihr jetzt aufgespart habt, könnt ihr jetzt mit Hände in die Luft reißen und so rauslassen. Wir drehen uns zum Publikum. Okay. What are you doing? To make a selfie? Okay, ist für jeden okay, sonst kommt runter. Genau. 3, 2, 1. Und ich möchte mich bei Ihnen allen nochmal ganz herzlich bedanken, dass so viele da sind. Das ist mein größter Traum. Wie gesagt, es hat große Herausforderungen gegeben, es war nicht immer leicht, aber jetzt sehe ich, okay, es war einfach eine gute Entscheidung. Danke. Gibt es den nur auf Deutsch? Danke, dass ihr hier wart. Tschüss. Danke euch. Das war's dann auch mit dem Interview. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Klickt hier unten auf den Abonnieren-Button und dann hoffe ich, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, euer Stefan.